Hallo, herzlich willkommen zum neuen Update meiner MSX Spielesammlung, ja, von Konami. Und da haben wir gleich das erste Modul liegen. Und zwar hat es die Nummer RC707. Das ist Konamis Mahjong. Das ist das erste 32 Kilobyte ROM Cartridge von Konami. Ja, das Mahjong-Spiel selber ist komplett unspielbar, ohne Regelkenntnisse. Ich habe es mal ein bisschen probiert, aber ja, es gehört halt in die Sammlung. Da ich ein Fullset will, brauche ich das. Es ist halt jetzt mal eine Sammlung. So, dann haben wir hier Track & Field 1. Das ist die europäische Version. Und hier haben wir Hyper Olympic 1. Das ist die japanische Version. Das Spiel selber ist komplett gleich. Ihr könnt auch das Japanische in einem europäischen Computer laufen lassen. Da gibt es keinerlei irgendwelche Probleme. Ja, es enthält die Sportarten 100 Meter Lauf und 400 Meter Lauf, Weitsprung und Hammerwurf. Ja, das Spiel ist sehr solide, hat mir viel Spaß bereitet früher. Ja, man sollte halt den extra Controller haben wegen der Tastatur, aber das sind gute Spiele, die kann man nur empfehlen. So, dann haben wir hier Magical Tree, das hat die Nummer RC713. Ja, das habe ich jetzt, wie ihr seht, nur als Modul, noch keine Verpackung oder Anleitung, weil das Spiel ist relativ teuer, schwer zum Finden. In den Jump & Run müsst ihr mehrere Level auf einen riesigen Baum rumklettern und Gegner ausweichen. Es ist ein relativ unterhaltsames Spiel. Ja, es ist gar nicht so schlecht. Grafisch vielleicht nicht gerade so extravagant, aber es ist sehr interessant. So, dann haben wir hier Comic Bakery. Das ist RC714. Ja, in diesem verrückten Spiel müsst ihr die Bäckerei vor Waschbären beschützen, die eure Backwaren klauen wollen. Ich finde, es ist relativ lustig umgesetzt. Ja, ich finde, das ist gar nicht so verkehrt, aber das Modul findet man auch nicht allzu oft. Und wenn, ist es auch schon ein bisschen hochpreisig. Aber es ist ein schönes Spiel. So, dann haben wir hier Konami Spaceball. Das ist ein Sportspiel. Da habe ich euch schon mal das Modul gezeigt. Ich habe jetzt hier ein Update und zwar habe die Verpackung noch dazu bekommen und die Anleitung. Ja, es ist auch nicht oft hier anzutreffen. Ich bin froh, dass ich es bekommen habe. So, dann haben wir hier JR Kung Fu. Und dasselbe nochmal in der Japan-Fassung. Es hat in der Japan-Fassung einmal ein Spiel gegeben mit dem Bild und dann haben sie später nochmal rausgebracht, diese comicartige Zeichnung hier. Das Spiel selber ist dasselbe, das ist hier die europäische Version und das in dem Fall die japanische. Ja, das ist ein gutes Kampfspiel, dazu habe ich ja schon mal eine Vorstellung vom Modul gemacht. Ja, es ist ein grundsolides Spiel, macht Spaß, es ist nur zum Empfehlen, auch wenn man mal spielen will. Das ist echt ein gutes Spiel. So, dann haben wir hier Pibbles, das ist die Nummer RC729. Das ist, so viel ich weiß, nur in Japan erschienen. Das ist jetzt auch, das ist die japanische Version. Ja, hier müsst ihr auf den richtigen Weg durch so ein Labyrinth voller Gegner finden und anschließend auch wieder zurücklaufen.
Ich habe da eine Spielevorstellung mal gemacht. Ich tue es euch oben mal verlinken. Vielleicht wollt ihr es mal angucken. Also es ist ein relativ gutes Spiel. Das Modul ist natürlich schwer zu kriegen, aber das Spiel ist echt gut. Es macht richtig Laune. So, dann haben wir hier Twinbee. Das hat die Nummer RC740. Ja, das ist so ein niedlicher Schmapp mit einigen netten Features, wie die Ambulanz, die euch nach einem Treffer eine zweite Chance gibt. Ist ein relativ interessantes Spiel. Grafisch finde ich es auch nicht so verkehrt. Sieht gar nicht schlecht aus, ist ja immerhin noch ein MSX1-Spiel. Also ich kann das auch nur empfehlen. Und es gehört auf alle Fälle in eine Sammlung rein. So, da haben wir hier Hentori Firebird. Das hat die Nummer RC747. Ja, das habe ich euch bereits mal als Modul gezeigt. Jetzt habe ich es auch in der Originalverpackung in der Sammlung. Es ist jetzt hier, wie ihr seht, an der Schachtel schon ein reiner Japan-Release, weil die Japaner haben ja da schönere Schachteln bekommen. Das Spiel, ihr seht ja auch hier, die Grafik sieht sehr gut aus. Es ist ein MSX2-Spiel. Ich kann das auch nur empfehlen, das macht echt Spaß. So, dann haben wir hier Contra. Das ist natürlich schon ein sehr gutes Spiel. Das muss man an für sich haben. Ich weiß, das Modul ist auch nicht sehr billig, aber das kehrt in eine Sammlung rein, weil das ist schon ein sehr gutes Spiel. Das hat die Nummer RC762. Ja, das ist jetzt die MSX-Umsetzung des Klassikers. Jetzt bei dieser Version ist kein Scrolling vorhanden, sondern ihr kämpft euch stattdessen durch einzelne Bildschirme. Ist, finde ich, gut gelungen, macht trotzdem Spaß. Es ist einfach ein sehr gutes Spiel. Wenn es auch ein bisschen schwer ist, ich habe damit manchmal schon schwer zum Kämpfen gehabt mit dem Spiel, aber ich kann das nur empfehlen. Wenn man es kriegt, es ist nämlich auch schwierig zum Bekommen, muss man es, also es kehrt auf alle Fälle in der Sammlung. So, dann haben wir hier Nemesis 3. Ja, da habe ich euch schon mal die japanische Fassung gezeigt. Jetzt habe ich hier die europäische. Ihr seht es, ist natürlich schon wieder eine sehr kleine Schachtel geworden für uns Europäer. Ja, was gibt es da zum Sagen? Es hat auch die RC Nummer 764. Das ist ein sehr guter Schmapp. Es ist zwar noch ein MSX1-Spiel, aber grafisch macht es schon was her. Das kann man nur empfehlen. Der Sound ist natürlich sehr gut bei dem Spiel. Mir gefällt er. Ja, das ist einfach gelungen. So, und dann haben wir hier Mahjong 2. Ihr seht es wieder. Es ist ein japanischer Release. Das ist jetzt im Gegensatz zu dem anderen MSX2-Spiel. Ja, es ist von der Grafik her wesentlich besser. Der Sound ist auch nicht schlecht. Wie ihr seht, es sind ja einige Konami-Charaktere anderer Spiele dabei. Ich habe es mal probiert, aber ja, ich kenne mich in dem Spiel nicht aus. Ich habe keine Ahnung, was ich da mache. Es ist halt auch wieder mit diesen japanischen Schriftzeichen. Es kehrt halt in eine Sammlung rein. So, dann haben wir hier Metal Gear 2, Solid Snake. Ja, was soll ich da sagen? Ist ein sehr gutes Spiel. Das gehört bei mir zu den besten auf den MSX überhaupt. Ich habe sehr viele Stunden damit verbracht. Auch einige Nächte dran gespielt. Es ist einfach ein großartiges Schleichspiel. Die Story von Hideo Kojima ist richtig spannend drüber gekommen.
Grafik und der SSC Soundchip ist unfassbar gut. Also, das ist einfach ein Spiel, das muss man haben. Ich weiß, es ist sehr teuer, schwer zum Bekommen. Ich habe jetzt auch lang dran gekämpft. Ich habe das ja schon mal gehabt. Dann ist es ja irgendwann einmal verschwunden. Jetzt musste ich es nachkaufen, leider. Es hat auch lang gedauert, dass man es zu einem Preis kriegt, wo man sagen kann, man kann es bezahlen. Weil teilweise sind ja die Preise abgehoben, was die da verlangen. Ich habe jetzt noch das Glück gehabt, der war in Ordnung. Ich habe schon gedacht, ich kriege das nie, aber bin froh, dass es jetzt da ist und auch in diesem sehr guten Zustand. Das findet man auch nicht mehr so oft. Naja. So, dann haben wir hier Quart. Das hat die Nummer RC 769. Ja, das ist ein Puzzle-Game. Das Gameplay ist eine Mischung aus Space Invaders und Tetris. Es war leider der letzte Release. Es hat quasi das Ende für Konami und MSX bedeutet. Ja, schade, weil die sind ja jetzt hier richtig in Fahrt gekommen mit der Grafik und mit dem Sound. Wer weiß, was da vielleicht noch gekommen wäre. Ja, es ist halt so, alles hat mal ein Ende. Das Spiel ist gar nicht so schlecht. Das kann man gut spielen, auch wenn es ein reiner Japan-Release ist. Und ja, ich bin froh, dass ich es bekommen habe. Es ist auch schwierig zum Kriegen. So, und dann das letzte Spiel. Und zwar Queen Barrett. Das ist die Nummer KN 327. Ich habe euch das Spiel schon mal gezeigt in einer anderen Schachtel. Es gibt hier noch diese. Ich habe da irgendwie Glück, dass ich an die rangekommen bin. Ich habe das erst gar nicht gewusst, dass da verschiedene Schachteln gibt, wo die hier mir auch viel besser gefällt. Ich weiß jetzt natürlich nicht, welches ist als erstes rausgekommen. Keine Ahnung. Aber ja, von dem her, Modul sieht gleich aus, Anleitung sieht gleich aus. Es ist an für sich nur die Verpackung. So, dann täte ich sagen, das war das letzte Modul. Dann verweise ich euch nochmal auf die Videos von mir. Ich habe ja da von meiner Sammlung noch ein paar Videos gedreht. Die kann ich euch da oben verlinken, wenn es euch interessiert. Weil ich bin ja jetzt fast dran an einem Fullset hier. Mir fehlen an für sich noch 3, aber die sind natürlich schwierig zum Kriegen und sehr teuer. Ja, mal sehen, wie es weitergeht. Ob überhaupt noch was kommt. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen und dass wir uns wiedersehen. Es wäre nett, wenn ihr vielleicht ein Like oder einen Kommentar da lassen tätet. Dann hoffe ich, wir sehen uns wieder. Dann sage ich Tschüss.